Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns Angsthasen auf Weltreise. Heute über Siem Reap. Wir hatten ja in der letzten Folge schon berichtet, dass wir in Phnom Penh waren. Wir sind dann mit dem kleinen Bus 5,5 Stunden durch das ganze Land gefahren und Ja, die Fahrt, die war sehr aufregend, sage ich euch. Ja. Auf jeden Fall ständig Überholmanöver mit entgegenkommendem Verkehr. Also da sind wir wirklich froh, dass wir da durchgekommen sind. ja, auf jeden Fall. Also für Leute, die sich den Stress ersparen wollen, die können auch nach Siem Reap fliegen. Ja, Kambodscha ist leider eines der ärmsten Länder der Welt. Siem Reap befindet sich aber jedoch momentan im Aufschwung. Das ist vor allem der Fischerei vor Ort zu verdanken, aber auch dem Reisanbau und insbesondere dem Tourismus. Denn Siem Reap ist bekannt für die nahegelegenen Tempel, insbesondere Angkor Wat. Und das beschert dieser doch recht großen Stadt einen schönen Aufschwung in den letzten Jahren. Ja, Siem Reap wurde immer wieder von Ländern besetzt, zuletzt auch von Frankreich bis 1953 und dann von den Roten Khmer. Ab 1975 wurden die Bewohner zur Zwangsarbeit auf die Felder verschleppt. 1979 haben halt vietnamesische Truppen dann diesen Krieg beenden können. Ja, und seitdem wurde Siem Reap immer wieder von Leuten der Roten Khmer, die sich auf dem Land befanden. Die hielten sich also im Hinterland versteckt. Seitdem wurden die Bewohner in Siem Reap immer wieder überfallen, zuletzt 1993. Die innenpolitische Lage hat sich aber seit den 90er Jahren jetzt deutlich verbessert, sodass man jetzt ein stabiles innenpolitisches Klima hat und die Wirtschaft wieder wachsen kann. Wir haben Siem Reap als eine sehr friedliche Stadt empfunden, in der wir uns auch wohlgefühlt haben. Nun aber zu Unternehmungen, die ihr in Siem Reap machen könnt. Kambodscha ist ein sehr traditionsreiches Land. Dort könnt ihr, wenn ihr daran interessiert seid, zum Beispiel die Tanzkunst ansehen oder auch das Schattentheater. Und außerdem ist Kambodscha leider immer noch von Landminen geprägt. Das heißt, über das ganze Land oder in Teilen des Landes könnten noch Landminen vertreten sein. Die stammen aus dem Krieg in den 70er Jahren und die werden heutzutage immer noch beseitigt. Und ein Teil, wie ihr dazu beitragen könnt, die Landminensuche weiter voranzutreiben, ist ein Besuch des Landminenmuseums. Denn mit den Eintrittsgeldern bzw. mit den Spenden, die dadurch generiert werden, wird die weitere Suche nach Landminen finanziert. Ja, wir haben uns auch noch Tempelanlagen angeschaut und da nehmen wir euch jetzt mal mit und zeigen euch die Bilder von vor Ort. She. 'Cause. 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 '
Wir sind mit einem Tuk-Tuk-Fahrer an 2 Tagen dorthin gefahren. Es gibt einmal die kleine Tempeltour und einmal die große Tempeltour. Für die kleine Tempeltour haben wir uns einen Guide angelächelt. Der hat uns sehr viel über die Geschichte vor Ort erzählen können, aber nicht nur über die Geschichte von den Tempeln dort, sondern auch über seine ganz eigene Geschichte, und das fanden wir doch sehr interessant. Auch den wohl eindrucksvollsten Tempel von Angkor haben wir besucht. Angkor Wat. Er ist der größte und berühmteste Tempel, ziert sogar die Landesflagge, und König Suryavarman II. Hat ihn im 12. Jahrhundert erbauen lassen. Ja, auf dieser Tempeltour haben wir so einiges mehr über die kambodschanische Lebensweise erfahren. Zum Beispiel hat uns auch der Guide erzählt, dass nicht alle Kambodschaner gerne Insekten und Spinnen essen und dass diese Tradition eigentlich daher reicht, dass man früher halt unter dem Regime der Roten Khmer, wer sich da nochmal genauer für interessieren möchte, der kann auch gerne nochmal in die letzte Folge hineinschauen, da haben wir das genauer behandelt, dass unter dieser Führung die Menschen natürlich sehr stark Hunger gelitten hatten und dann so verzweifelt, sage ich mal, waren, dass sie auf Insekten und Spinnen zurückgreifen mussten, um sich am Leben zu halten. Und manche haben das halt beibehalten, weil es ihnen wirklich geschmeckt hat vielleicht auch, ja. Und andere wiederum lehnen das ab und denen schmeckt das nicht. Den Touristen gefällt das, denken wir, denn auf der Pub Street, das ist sozusagen die Ausgehmeile in Siem Reap, gibt es verschiedene Stände, die diese Leckereien zum Probieren anbieten. Oder man kann aber auch ein bisschen Geld geben und dann ein schönes Foto von den Leckereien schießen. Wer sich dahin verirrt, der findet dort Bars und Diskotheken und kommt auf jeden Fall feiertechnisch auf seine Kosten. Und das ist der perfekte Ort, um den Abend nach einer Tempeltour ausklingen zu lassen. Ja, aber erstmal würde ich den Weg zum Fluss wagen, denn am Fluss stehen super viele kleine Streetfood-Stände, wo auf jeden Fall für jeden Geschmack was dabei ist, auch ganz ohne Insekten. Und was gönnen wir uns jetzt? Einen schönen Shake. Und das Coole daran ist, dass es natürlich wirklich für einen schmalen Taler zu haben ist. Das heißt, das Essen da ist natürlich sehr günstig, aber trotzdem qualitativ in Ordnung oder auch sogar hochwertig. Wir hatten auch keine Probleme mit unserem Magen oder mit der Verdauung oder irgendwas. Für uns war es sehr gut und wir haben da sehr viel Spaß gehabt. Also ein Essen könnte man sagen, ca. 1 Euro, ne? Richtig. Für Sparfüchse ist das ein guter Ort. In Siem Reap waren wir im Central Privilege Hotel und waren dort zufrieden. Besonders toll fanden wir das sehr höfliche und hilfsbereite Personal, das leckere Frühstück am Morgen. Ich springe jetzt mutig in den Pool. Und den kleinen, aber feinen Pool. Wir geben Central Privilege 3,5 von 5 Angsthasen. Ja, jetzt sind wir auch schon wieder bei unseren Tipps für Siem Reap angelangt. Tipp Nummer 1. Bei der kleinen Tempeltour lohnt es sich, zum Sonnenaufgang bei dem Tempel Angkor Wat zu sein. Das war wirklich magisch und eins unserer Highlights in Siem Reap. Außerdem empfehlen wir, einen Guide nur für eine der beiden Touren mitzunehmen, denn sonst wird es doch ganz schön anstrengend, denn vor Ort ist es sehr, sehr heiß. Irgendwann kann man auch keine Informationen aufnehmen. Deshalb fanden wir es am besten, dass wir den Guide bei der kleinen Tempeltour dabei hatten. Ja, als zweiter Tipp von uns, wie kommt ihr in Siem Reap von A nach B? Die beste Möglichkeit dafür sind natürlich die Tuk-Tuks. Hier könnt ihr zum Beispiel mit dem Fahrer verhandeln, wenn ihr einen spontan nehmen wollt. Dann sollten kurze Strecken ungefähr 1 Euro kosten, längere Strecken maximal so um die 5 Euro. Oder aber ihr könnt euch verschiedene Apps bedienen und Tuk-Tuk-Fahrer bestellen. Dann fällt dieser Verhandlungsspielraum auch weg und ihr habt immer sozusagen einen sehr guten Preis für euch. Da kommt zum Beispiel die Grab-App in Frage oder die Pes-App und die WeGo-App. Interessant zu wissen ist auch noch, dass es unterschiedliche Rikschas in Kambodscha gibt. Es gibt einmal die LNG-Rikschas,
Das sind sehr kleine Tuk-Tuks. Ja, oder aber auch die Khmer-Tuk-Tuks, die bieten ein bisschen mehr Komfort und sind sozusagen ein Anhänger, der an ein Motorrad gebunden ist. Oder dann kann man natürlich auch ein normales Taxi nehmen. Das ist in Siem Reap eigentlich nicht notwendig. In Phnom Penh könnte man sich vielleicht mit einem normalen Taxi sicherer fühlen. Damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Wir hoffen, euch hat's gefallen und ihr habt euch unterhalten gefühlt. Wenn es so ist, dann würden wir uns über ein Like natürlich super freuen oder aber auch über einen Kommentar. In der nächsten Folge zieht uns dann nämlich in den Dschungel. Dieser befindet sich in Mondulkiri und was wir da vor Ort genau machen, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's alle ganz, ganz gut. Bis bald. Ciao. Ciao.